Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Am 12.03. steht die Oscarverleihung in Los Angeles an. Und das habe ich zum Anlass genommen, Düfte rauszusuchen, die ich zur Oscarverleihung tragen würde. Ich habe mir dazu mal angeschaut, was die Stars und Sternchen denn so auf dem roten Teppich tragen. Und was soll ich sagen? Die Kleider oder auch die Anzüge sind extravagant, von Designern, glamourös und auch ein bisschen sexy. Insofern habe ich euch Düfte mitgebracht, die eher in die intensive Richtung gehen, die vielleicht etwas Elegantes mit drin haben, die vielleicht aber auch eine gewisse Sexiness mitbringen. Und der erste Duft, den ich dabei habe, ist von Dali, der Marraine. Und das ist wirklich ein sehr schöner Duft, wie ich finde. Die Marke Dali hat für mich oder für meinen Geschmack sehr schöne Düfte. Ich habe keinen Duft, der mir nicht gefällt von dieser Marke. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Aber lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, wir haben am Anfang eine schöne, leicht zitrische, für mich ganz leicht bittere Note. Wir haben was sehr Prickelndes am Anfang. Und zwar kommt es eben aus der Kombination der Bergamotte und des rosa Pfeffers, der da mit drin ist. Das finde ich ist eine wirklich schöne Kombination. Und im ersten Riechen würde man gar nicht denken, dass sich da so im Duftverlauf ganz, ganz schöne weiße Blüten wieder dazu gesellen. Das ist aber auf jeden Fall der Fall. Wir haben hier Jasmin drin, wir haben hier Orangenblüte drin, wir haben hier eine schöne Iris mit drin. Das macht den Duft schön süß, es macht den Duft aber auch schön sauber, einfach weil hier die schönen weißen Blüten mit drin sind. Und der Duft wird auch schön süß, also neben diesem blumigen kommt einfach eine schöne, süße Note mit raus. Wir haben hier in der Basis eine tolle Vanille mit drin, die den Duft wirklich schön abrundet. Für mich ist das definitiv ein Duft, der ist sehr elegant, der ist sehr feminin und der ist auch sehr intensiv. Marraine hat eine tolle Silage, hat eine tolle Haltbarkeit, der setzt sich definitiv durch. Und für mich ist das tatsächlich ein etwas femininer Duft, oder was heißt etwas? Für mich ist das volle Pulle Femininity pur. Schön elegant, schön feminin, schön ein bisschen sexy und aber auf der anderen Seite auch ein bisschen erfrischend am Anfang, schön blumig dann in der Entwicklung und schön süß auch durch die Vanille. Ganz toller Duft und ich kann mir gut vorstellen, dass der auf den roten Teppich passen würde. Der nächste Duft, den ich dabei habe, geht in eine komplett andere Richtung und zwar ist es der Lira von Xerjoff. Und wie schon gesagt, ist das ein Duft, der zumindest auch eine andere Blume im Fokus hat. Aber lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, am Anfang eine schöne Bergamotte auch hier mit drin. Wir haben hier aber eine schöne Blutorange mit drin. Ich finde, Blutorange ist in Düften echt richtig schön. Die gibt eine schöne zitrische Note mit rein, eine kleine Süße, aber auch so eine ganz kleine Bitterkeit. Und damit meine ich keine grüne Bitterkeit, das nicht, aber ja, irgendwie gibt es da irgendwas, was Prickelndes nochmal mit rein. Ich finde, das macht den Duft wahnsinnig schön. Im Duftverlauf gesellt sich eben zu dieser Blutorange und zu dieser Bergamotte eine schöne Blüte mit rein. Und was aber an dem Duft ganz toll ist, ist der Zimt, der sich dazu gesellt. Der Duft wird definitiv im Verlauf schön cremig. Ja, der wird schön cremig, der wird schön süß. Für mich entwickelt sich der Lira wirklich zu einem ganz tollen Gourmand-Duft. Wir haben hier nämlich eine schöne Kombination aus Karamell und Vanille. Also mich erinnert der Duft wirklich an wie so ein Karamell-Vanille-Bonbon, gespickt mit einem würzigen Zimt. Ganz toll, schöner kleiner Gourmand dieser Duft. In der Moschus gibt es eine schöne Fluffigkeit, aber auch eine schöne Weichheit mit rein. Der wird schön cremig. Also das ist ein Duft, der hat für mich so eine gewisse Sexiness mit drin. Es ist ein toller Gourmand. Er hat auch wahnsinnige schöne Eleganz und die Haltbarkeit und die Silage sind bei dem Duft wahnsinnig schön. Also wie es sich für einen Xerjoff-Duft gehört, haben wir hier wirklich einen durchsetzungsstarken Duft. Der bleibt aber trotzdem irgendwie sehr hautnah, legt sich cremig auf die eigene Haut. Ja, der hat einfach eine gewisse Sexiness mit drin. Ich finde den Duft wahnsinnig schön zu tragen, sehr intensiv und eben ein toller Gourmand-Duft. Ich finde, mit Marraine und Lira wären wir auf jeden Fall gut aufgehoben auf dem roten Teppich. Beide Düfte sind wirklich sehr besonders, sind sehr durchsetzungsstark, haben eben diese Portion Eleganz und Sexiness mit drin, sodass ich mir die perfekt zu dem Outfit der Stars vorstellen könnte. Auch für die Männer da draußen habe ich Düfte mitgebracht, die perfekt auf den roten Teppich passen könnten. Ich habe mir mal angeschaut, was die Männer denn so tragen und das sind Anzüge, die sehr elegant sind oder auch so ein bisschen ausgefallen. Insofern habe ich auch da zwei passende Düfte mit dabei. Und der erste Duft, den ich dabei habe, ist von Orloff, der Flame of Gold. Und lasst uns den mal gemeinsam riechen.
Ja, der Duft beginnt schon sehr, sehr intensiv holzig. Wir haben hier aber auch von Anfang an kleine harzige Noten mit drin und eine kleine Süße. Ich finde persönlich, die Süße wird im Duftverlauf ein bisschen stärker noch, vielleicht auch durch den Moschus, der da mit drin ist. Aber im ersten Riechen haben wir auf jeden Fall schon holzige Noten, harzige Noten. Toller, toller Auftakt auf jeden Fall. Für mich werden hier im Verlauf die holzigen Noten auf jeden Fall intensiver, auch ein bisschen erdiger. Vielleicht auch durch die Patchouli, und ich finde, in Ergänzung mit dieser kleinen ledrigen Note, die da rauskommt, ist der Duft wirklich schön. Der ist für mich schon sehr, sehr maskulin, also gerade durch die Kombination Holz, Leder, ja, das macht es für mich meistens ein bisschen männlicher tatsächlich, deswegen habe ich den auch eben für die Männer rausgesucht. Der Duft hat aber auch eine schöne Süße mit drin. Wir haben hier in der Basis eine dunkle Schokolade mit drin, die rieche ich so jetzt nicht raus, also das ist jetzt kein Gourmand oder sowas. Ich glaube aber, dass die im Hintergrund eben auch zu diesem Moschus eine schöne, schöne Süße nochmal mit reingibt und den Duft wahnsinnig schön abrundet. Von der Haltbarkeit her ist der Duft wirklich top. Also der hält ewig, Silage ist auch top. Also mit dem Duft macht man auf keinen Fall was falsch. Der ist aber halt schon sehr intensiv. Deswegen finde ich, er passt perfekt auf den roten Teppich. Ich würde den jetzt nicht im Alltag im Büro oder sowas tragen, sondern das ist für mich wirklich ein Duft, der gehört zu einem bestimmten Anlass, wenn man zum Beispiel abends weggeht oder eben zu den Oscars geht. Der nächste Duft, bei dem spricht der Name auf jeden Fall schon mal für sich, und zwar ist es von Schwarzlose Berlin, der Ledersex, und wie der Name vielleicht schon andeutet, bei diesem Duft handelt sich alles um Leder. Lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, wir haben hier schon am Anfang volle, herbe Ledernoten, also die kommen tatsächlich wirklich intensiv schon mal raus. Für mich im ersten Riechen schon so ein bisschen beißend tatsächlich. Das hört aber Gott sei Dank auf. Also der Anfang ist einfach so markant, das geht richtig in die Nase rein. Der Duft wird aber im Verlauf viel schöner und viel, viel runder. Da gesellt sich nämlich eine schöne kleine Süße nochmal mit rein. Ja, wenn man den hier jetzt auf dem Streifen riecht, wo er schon eine Weile mit drauf ist, da riecht man wirklich raus, dass der Duft sich setzt. Also am Anfang schreit er nach Leder, dann wird er gesetzt, da kommt eine schöne Süße mit raus. Wir haben ja was Milchiges mit drin, wir haben ja was Karamellisiertes für mich mit drin. Ja, der gewinnt ein bisschen an Cremigkeit, aber nichtsdestotrotz im Duftverlauf spielt natürlich Leder nach wie vor die größte Rolle. Was im Duftverlauf auf jeden Fall auch mit rauskommt, ist die Weihrauchnote. Das heißt, wir haben die schöne Ledernote, wir haben eine schöne Weihrauchnote, die sich dazu gesellt, in Kombination mit einer schönen, verruchten Süße aus der Vanilleschote, aus irgendwas Karamellisiertem, Milchigem. Also es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Kombination. Der Duft ist auch wahnsinnig lange haltbar, die Silage ist top. Also das ist wirklich ein Duft, der setzt sich durch, und ich finde, das ist so ein richtiger Gentleman-Duft. Also den kann man sowohl zu einem Anzug tragen, den kann man aber auch sowohl zu einer Lederjacke oder sowas tragen. Also der hat was Verruchtes an sich, der hat eine gewisse Sexiness mit drin. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr besonderer Duft. Und wenn du auf Lederdüfte stehst, dann kannst du den Ledersex auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hoffe, ich hatte auch für dich einen passenden Duft mit dabei, und auch wenn wahrscheinlich keiner von uns zu den Oscars eingeladen ist, kannst du die Düfte natürlich auch zu anderen Anlässen tragen. Insofern, wenn du einen von den Düften schon mal getragen hast oder ihn durch das Video ausprobierst, schreib mir gerne in die Kommentare, wie du ihn findest. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald. Ciao, ciao.